Und vielleicht möchtest du ja auch unser Trauzeuge sein. Carla, habe ich dir eigentlich schon den Katalog der Raffles Stiftung in Singapur gezeigt? Nein. Das ist aber schade. Ich muss ihn schon morgen einem Freund geben. Ja, würdet ihr uns einen Moment entschuldigen? Natürlich. Die Geschworenen ziehen sich zur Beratung zurück. Naja, Carlas Urteil über mich steht ja wohl fest. Cecile. Dafür hast du Prinz Charming im Nu erobert. Ansgar. Naja, es wäre ja auch schön, wenn nicht noch eins deiner Kinder mir die kalte Schulter zeigt. Also auf mich kannst du zählen. Ich denke, ihr beide habt Ansgar eben mächtig beeindruckt. Echt? Ja, er hat eben Geschmack. Und er hat schon immer großen Einfluss auf Carla gehabt. Das wäre zu wünschen. Wenn jemand Carla besänftigen kann, dann Ansgar. Sag mal, kann es sein, dass Vaters neue Freundin dir auch den Kopf verdreht hat? Jetzt reg dich doch nicht so auf. Ich dachte, du wolltest mir gegen Cecile helfen. Aber kaum macht er dich zum Generaldirektor, schon fällst du mir in den Rücken. Dass du ziemlich süß aussiehst, wenn du so wütend bist, das weißt du ja. Interessiert dich eigentlich immer nur Geld? Wofür haben wir dich denn eigentlich nach Salem geschickt? Wenn du nicht nur im Kunstunterricht aufgepasst hättest, würde dir vielleicht folgende Regel bekannt vorkommen. Kenne deinen Gegner und sorge dafür, dass er nicht ahnt, was du vorhast. Carla, hier ist doch zunächst erst mal Schadensbegrenzung gefragt. Und da kann es uns nur von Vorteil sein, wenn Cecile denkt, ich sei ihr wohlgesonnen. Ja, und was hast du vor? Nun, ich könnte mir vorstellen, dass ein Ehevertrag zwischen den beiden uns unsere Sorgen entledigt. Keine schlechte Idee. Danke für das Kompliment. Noch mehr würde es mich allerdings freuen, dich etwas entspannter zu sehen. Aber er wird sich nicht darauf einlassen. Vater ist doch blind vor Liebe. Da hast du sicherlich recht. Aber der Vorschlag muss ja nicht von uns kommen. Dein offener Widerstand hat einige Vorteile für uns. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieses Fräulein de Meuron zu einigen Zugeständnissen bereit ist, damit du sie endlich akzeptierst. Was ist denn hier passiert? Was denn? Lars, es tut mir leid. Gestern Glas Rotwein. Ich bin gestolpert. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist überarbeitet. Hm? Ja, wenn du deine Klamotten überall rumliegen lässt und jeder drüber stolpert? Sorry. Wir müssen unbedingt sehen, ob wir da noch was machen können. Das kannst du vergessen. Ja? Ich wollte den Auflösungsvertrag persönlich vorbeibringen. Wir haben Ihre Konditionen in vollem Umfang akzeptiert. Hat Silvia unterschrieben? Nein. Als Eigentümer der Firma habe ich unterzeichnet. Ja, Sie erwarten jetzt hoffentlich keine Freudensprünge. Es tut mir leid, dass alles so gelaufen ist. Felix, ich weiß, was das für Kämpfe sind mit meiner Schwester. Ich finde, du hast dich klasse verhalten. Dankeschön. Gut, dann bis später. Ich wollte nicht stören. Kein Problem, Sie sind doch hier zu Hause. Und wir sind bald eine Familie. Wäre es da nicht an der Zeit, dass wir du zueinander sagen? Sehr gerne. Also, willkommen in der Familie. Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass du mich so herzlich aufnimmst. Auf Carla wirke ich immer noch wie ein rotes Tuch. Darüber wollte ich auch mit dir sprechen. Hast du Carla vielleicht in irgendeiner Form verletzt? Ich? Nein, im Gegenteil. Ich habe mich von Anfang an um sie bemüht, aber sie... Ja, weißt du, sie hat sehr unter dem Tod unserer Mutter gelitten und... Aber ich würde mir nie anmaßen, Francescas Platz einzunehmen. Natürlich. Aber die Zeit nach Mutters Tod war hart. Du ahnst nicht, wie viele versucht haben, die vermeintliche Schwäche der Familie Landstein auszunutzen. Du willst jetzt damit aber nicht sagen, Nein, dass um ich... Gottes Willen. Ich weiß auch, dass Carla gegen ihr Misstrauen ankämpft. Aber nach all den schlechten Erfahrungen... Sind ein paar Zweifel durchaus berechtigt, ja. Andererseits könnten einige Vorkehrungen das Finanzielle betreffend
dazu beitragen, dass sich die Situation entspannt. Du meinst einen Ehevertrag? Bitte, ich will dir auf keinen Fall zu nahe treten. Ich weiß, dass du selbst vermögend bist Nein, kein Problem. Das ist eine gute Idee. Ja? Eine gute Idee? Jetzt sofort? Okay, ich komme. Sorry, aber ich muss zum Gestüt. Ja, dann wirst du mir erklären, um was für eine Idee es sich handelt. Ein Ehevertrag? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich liebe Cecile. Und ich will nicht nur mein Leben mit dir teilen, sondern auch mein Hab und Gut. Da bin ich altmodisch. Carla trifft keine Schuld daran. Das war meine Idee. Du brauchst hier nicht den Ritter zu spielen, Ansgar. Ich weiß genau, woher der Wind weht. Aber Vater, ich verstehe gar nicht, warum du dich so gegen einen Ehevertrag sperrst. Ist euch eigentlich klar, wie verletzend so ein Vorschlag für Cecile sein muss? Aber Ich Cecile würde war... alles dafür tun, damit ihr sie endlich akzeptiert. Ich weiß, du wolltest vermitteln. Aber mein Entschluss steht fest, es wird keinen Ehevertrag geben. Und ich erwarte, dass man meine Entschlüsse respektiert. Okay, ich geb's ja zu. Du hast dich gewaltig verbessert, seit wir das letzte Mal die Klingen gekreuzt haben. Sei froh, dass wir mit gesicherten Floretten gefochten haben. Du Schmalspur Machiavelli. Dein grandioser Plan ist jedenfalls völlig in die Hose gegangen. Mir wird jetzt erst klar, wie geschickt sich das Ganze eingefädelt hat. Meinst du nicht, du übertreibst? Ich untertreibe eher. Sie mischt sich überall ein, macht dauernd auf gute Freundin und merkt gar nicht, wie sehr sie den Leuten damit auf die Nerven geht. Ja, aber die Situation ist auch nicht leicht für Cecile. Sie liebt Vater. Eben das nehme ich ihr nicht ab. Ich bin nach wie vor für einen Ehevertrag. Unser Vater hat gesagt, dass er davon nichts mehr hören will. Und ich will von dir nicht mehr hören, dass du einfach so klein beigibst. Ist dir unsere Familie dann gar nichts mehr wert? Ich denke immer an die Familie. Auch jetzt. Das sind doch alles nur Sprüche. Seitdem Cecile hier ist, hat sich schon genug auf Königsbrunn verändert. Am Ende wird sie alles durcheinander bringen. Aber eins sage ich dir. So werde ich Vaters Frau nie akzeptieren, verstehst du? Niemals. Wer war das denn? Das, meine Liebe, war deine zukünftige Stiefmutter. Cecile? Du meinst, sie hat die ganze Zeit mitgehört? Ich fürchte, sie hatte keine andere Wahl. Ja, warum hast du mich denn nicht gebremst? Sagen wir mal so, ich fand deinen Vortrag recht konstruktiv. Jedenfalls möchte ich mich für mein Verhalten heute Morgen entschuldigen. Du hast doch nicht etwa deine Meinung geändert. Nein. Aber ich habe mich im Ton vergriffen. Das wird nicht wieder vorkommen. Akzeptiert, wenn ich nur das Wort Ehevertrag nicht mehr hören muss. Ich verstehe dich. Eine Ehe sollte auf Vertrauen gegründet sein. Wenn man ein eventuelles Scheitern von vornherein einkalkuliert, kann es mit der Liebe nicht weit her sein. Ich muss zugeben, da hast du recht. Entschuldigt die Verspätung. Danke. Ich habe noch mit meinem Anwalt telefoniert. Oh, Probleme im Gestüt? Nein, aber ich halte es doch für besser, wenn wir für klare Verhältnisse sorgen. Deshalb habe ich ihn gebeten, einen Ehevertrag aufzusetzen. Wie bitte? Entschuldige. Ich habe doch wohl was missverstanden. Ich weiß nicht, was man da nicht verstehen kann. Tut mir leid, Carla, aber ich dachte, dass Und ich dachte, du hättest verstanden, dass wir Freunde sind, ich weiß. Außerdem bist du in festen Händen. Wenn du ein Problem damit hast, dann sollten wir uns besser aus dem Weg gehen. Nein, bitte. Betracht mich doch einfach als typischen Mann. Ein armseliger Vollidiot, der für einen Moment seinen Verstand verloren hat. Das wird nie wieder vorkommen, glaub mir. Dein Blick eben, das war nur genug. Gut, vergessen wir es. Ja, es wird langsam ein bisschen frisch. Gehen wir wieder rein? Nein, ich werde dich jetzt deiner Familie überlassen und mich mit einer charmanten jungen Frau treffen. Meine Tochter, die fühlt sich bestimmt schon vernachlässigt. Womöglich zu Recht. Hoppala. Pass doch mal ein bisschen auf, du. Was kippst du da Rotwein rüber? Jetzt trittst du fast rein.
Wenn ich aufpasse, hat Lars bald ein abstraktes Bild von dir. Ich muss los. Tschüss. Tschüss. So, Lars. Hanna. Hanna, was soll denn das werden? Wieso? Ja, erst schenkst du es mir zum Geburtstag, dann kippst du Rotwein darüber und jetzt willst du es auch noch wegwerfen. Ja, das sieht schlimm aus mit den Flecken. Das ist mein Geschenk. Ich möchte mal sehen, wenn ich einfach was von dir wegwerfe. Ja, guck's doch mal an. Junge Frau mit Hautausschlag. Ich will sowas nicht in meinem Schlafzimmer haben. Ich weiß, ich bin ein Trampel. Kannst doch was Neues von mir wünschen, okay? Kann ich das sofort anlegen? Ah, noch was, Lars. Also pass auf, wenn das hier einreißt, ja, dann landet das alles auch auf dem Müll. So. Bist du tatsächlich hier? Hallo. Tja, nicht böse sein, mein Herz, aber man hat mich kurzfristig zu einem Empfang gebeten. Mann, Naja, genauer gesagt Frau. Carla von Lahnstein. ich hoffe, du hast mich nicht umsonst versetzt. Ach so. Scheint ja kompliziert zu sein. Erwartet sie, dass du jeden Tag den Ritter spielst, oder? Nein, wie es aussieht, hat die Gräfin ihren Ritter schon gefunden. Wer ist es? Darüber schweigt sie sich aus. Schön. Ein Mineralwasser Medium ohne Eis mit Zitrone. Gerne. Vielleicht will sie ja nicht, dass er von dir weiß. Sie hat ein schlechtes Gewissen. Warum sollte sie? Oder der Liebhaber ist ihr dunkles Geheimnis. Also mich würde das ja tierisch neugierig machen. Ja, glaubst du mich nicht? Ciao, Dad. Ciao. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hallo? Tja, ich würde mich gern zu dir setzen, aber ich habe gleich einen Termin. Kein Problem. Bis dann. Bis dann. Hallo, Herr von Ballenbach. Hallo? Ja, was ist nun mit dem Bild? Es sind Rotweinflecken darauf. Und wie kommen die da bitte hin? Haben Sie sich als Aktionskünstler versucht? Ja, du hast die Wohnung perfekt. Nicht zufällig was? Gut. Selbst wenn das Ganze nur ein Missgeschick von Hannah war. Ich habe leider keine Zeit. Ein bisschen retuschieren, das würde bestimmt reichen. Sehen Sie sich das Bild doch mal an. Hannah meint, sie will es so nicht aufhängen und ich fände das wirklich schade. Leider nein. Wenn nicht. Tja, ich hatte viel zu tun in letzter Zeit. Geht's gut? Schade. Ich krieg langsam den Eindruck, da ist irgendwas schiefgelaufen zwischen Ihnen und Hannah. Nein. Ganz und gar nicht, Lars. Es ist eben nur... Ja, also gut. Ich kann es mir mal anschauen. Schicken Sie es mir einfach ins Büro. Es ist im Wagen. Also gut. Tschüss. Tschüss. Was, Schneider? Nein. Das berühmte Porträt. Sehr schön, wirklich. Nur das hier irgendwie ein merkwürdiger Effekt. Wenig schmeichelhaft für Ihren Teint. Was ist das? Rotwein. Rotwein. Ja, Hannas Freund hat mich gebeten, es zu restaurieren. Hat die Galerie Stoppock schon angerufen? Frau Stoppock will später noch vorbeischauen. Rotwein.
Läuft das auch unter Kunstattentat? So wie bei Barnett Newman damals die Attacke mit dem Messer. Evelyn, bitte. Ein Bild von ihrem Gesicht aus deiner Hand für den Geliebten. Was könnte ihr Dilemma besser auf den Punkt bringen? Hör auf. Und sie zerstört es, verunstaltet ihr eigenes Gesicht. Warum willst du es restaurieren? Ich dachte, Hannah ist Geschichte. Oder wird das ein zweiter Anlauf?